Super. Eileen, besten Dank, dass du zu uns hier in den Campervan heute gekommen bist. Wir sind auf dem CX-Festival in Berlin und haben dir da ein kleines Lagerfeuer aufgebaut und wollten mit dir einmal reinspringen in ein Thema, was mich viel umtreibt, was dich umtreibt, Komplexität im Kundenservice, in der Logistik. Bevor wir das alles machen, lass uns vielleicht mal einmal starten mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du und wie kommt's, dass du heute hier beim CX-Festival bist? Das heißt, wie bist du in CX gelandet? Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich bin im 7. Emmons-Jahr, also seit 7 Jahren schon in der Spedition- und Logistikbranche tätig. Heute habe ich 2 Hüte auf, einmal Head of Project Management und Head of Customer Service. Und letzteres hat mich zum CX gebracht über LeafWorks tatsächlich, mit denen wir kollaboriert haben, zusammenarbeiten schon recht lange für unsere Verhältnisse. Und die haben mich so ein bisschen gelehrt, was es eigentlich bedeutet, Kundenservice zu betreiben. Ja. Und die intrinsische Motivation kam tatsächlich von mir, weil ich gesagt habe, boah, wir Logistiker, wir sind halt eigentlich echt alles andere als kundenfreundlich Richtung Endempfänger von Waren, und das müssen wir unbedingt ändern, und das ist meine Aufgabe. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ja. Ja, super spannend. Ich meine, Robert und LeafWorks, auch einer der Organisatoren hier vom CX Festival. Wir sprechen im Moment mit ein paar Teilnehmern, und was wir sehen ist, allein der Austausch dazu hilft ja total. Ne? Logistik, finde ich, ist immer so ein schönes, dankbares Beispiel für CX, weil natürlich jeder das Paket kennt, was mal es nicht nach Hause geschafft hat, passend zu Weihnachten oder so. Lass uns da nachher reinspringen. Gibt wahrscheinlich noch etwas nicht neben dem plakativen Beispiel, wahrscheinlich noch viel mehr Details aus deiner Erfahrung. Da würde ich gern auch von dir lernen, und wahrscheinlich auch viele im Podcast hier. Bevor wir das machen, haben wir ein kleines Festival-Feature mitgebracht. Ja. Das sind die Cards Against Complexity, und die ziehe ich hier einmal raus. So, jeder, der Cards Against Humanity kennt, wird sich hier wohlfühlen. Das ist nämlich eine Karte mit einer Frage, und dann gibt's dazu 3 Antworten, die mehr oder weniger zur Frage passen, aber schauen wir mal, was da rauskommt. Du musst eine auswählen. Okay. Ja, und ich lese dir jetzt vor, und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Also dein Logistikteam wurde ersetzt mit einer Horde von Brieftauben. Ja, die Brieftauben sind jetzt irgendwie da, ja, und jetzt ist dein Job, dass du eine echt gute Kunden-Experience daraus baust. Was machst du? Du bietest den Brieftauben Prime Service an, ja, und gibt's irgendwie gibt's Deliveries und Lieferungen innerhalb von 24 Stunden. Du fragst dein IT-Team, und die machen eine Tracking-App, damit und hängst den Brieftauben GPS an, damit man sieht, wo das Paket ist. Oder aber du gibst allen ein T-Shirt, allen Brieftauben, und sagst, tut mir leid, dass ich so spät bin. Welches nimmst du? Also ich schwanke stark zwischen 2 und 3. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, es wäre die 3, ja. Weil das ist so ein bisschen Genugtuung oder Gutmachung, besser gesagt, weil so oder so kommen die zu spät, egal ob ich sie tracken kann oder nicht, dann ist es wenigstens so ein funny Feature am Ende, so sorry for the delay. Also ich würde mit 3 gehen, ja. Immer 3, ja, und also das Lachen kommt auf jeden Fall, der Kunde freut sich vielleicht nicht ganz über die Verspätung, genau. Aber irgendwie das Lachen ist da. So eine Brieftaube im T-Shirt ist wahrscheinlich eine Vorstellung für sich, das ist manchmal wünscht man sich, dass vielleicht auch der Logistiker, der ihm das Paket bringt, eigentlich ganz ehrlich ist und sagt, sorry, da war ich jetzt einfach zu spät. Es ist so, ne? Und ich glaube, das ist auch viel besser als so viele Lügen in irgendwelchen Sendungsstati. Und da kann ich ja mal ein bisschen Insights geben, wie das gehandhabt wird, weil nicht jeder Logistikdienstleister gibt die Stati, die Sendungsstati auch an die Kunden raus, die tatsächlich Sache sind. Ja. Und ich glaube, das Gefühl hat man auch teilweise als Empfänger, ne? Wenn ich jetzt so ein Paket bekomme und dann steht da, es wird umgeleitet, wurde fehlverladen oder so, da denkt man sich ja auch erstmal, okay, ist das jetzt wirklich so? Oder ist das verloren? Oder was passiert damit jetzt? Ne? Und wenn mir aber jemand sagen würde, hey, wir haben es verloren, dann wäre ich zwar auch sauer, aber ist ja wenigstens ehrlich. Wenigstens so. Eine ehrliche Antwort. Ja. Also du hast jetzt ein paar Jahre irgendwie bei euch im Kundenservice gemacht? Wie löst ihr sowas? Unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir haben einmal
zwei Kunden, die wir betrachten. Ne? Einmal mit dem wir tatsächlich eine Geschäftsbeziehung haben. Das nennt man in der Branche auch Verlader. Ja. Und einmal da, wo wir keine Geschäftsbeziehung haben. Das ist der Endempfänger, der aber denkt, wir sind irgendwie mit ihm vertraglich verbunden und deswegen haben wir eine Lieferpflicht zu erbringen ihm gegenüber. Das stimmt halt rein rechtlich gesehen leider absolut gar nicht. Ja. Bedeutet, eigentlich müssen wir uns nur vor dem Verlader und vor unserem Kunden, mit dem wir eine Beziehung haben, rechtfertigen und nicht vom Endempfänger. Ja. Machen auch viele und das sieht man in den Rezensionen. Ja. Wir wollen es eben nicht machen und genau deswegen ist es uns ganz persönlich wichtig, jedes Anliegen anzunehmen und ernst zu nehmen, auch wenn solche Themen auftauchen. Ne? Aber mein Leitsatz ist immer begründen. Also dieses Komma, weil. Es ist so, Komma, weil. Und dann eben auch ehrlich zu sein. Ich halte nichts von Lügen und auch nicht von falschen Angaben, weil das einfach nur Unmut schürt. Ne? Ja, vielleicht sollten wir mal so ein Merchandise-Paket schnüren, ja, das T-Shirt für ich bin zu spät, weil, Punkt. Und dann kann man zumindest mal fragen, warum das so ist. Ja, die Ehrlichkeit, da ist irgendwie irgendwie Vertrauen und Ehrlichkeit ist eine Grundlage der Kundenbeziehung. Jetzt kannst du das irgendwie herstellen, natürlich dadurch, dass du es erklärst, dass die Person erklärt das, der Kundenservice erklärt das, vielleicht sogar die oder derjenige das liefert. Da gibt es wahrscheinlich die andere Seite der Medaille noch, gar nicht zu spät kommen. Idealerweise, ja. Wir wissen natürlich, also wie bei den Brieftauben ist es wahrscheinlich so, dass irgendwie Logistik hat alle möglichen Komplexitäten und es ist eine Realität, dass mal was zu spät ist oder anders läuft, als man denkt. Aber schauen wir mal von der Kundenservice-Seite auf die Logistik-Seite. Was seht ihr denn da, also in so einem komplexen System, was sind da die Herausforderungen überhaupt? Weil ich glaube, das versteht im Zweifelsfall vielleicht gar nicht jeder, der hier zuhört. Ja, natürlich, wenn man in der Logistikbranche ist, aber wenn man jetzt zu Hause auf ein Paket wartet oder auf den Möbelspediteur, über was musst du denn da nachdenken, damit du diese Komplexität im Griff hast und wirklich eine gute Kundenerfahrung hinbekommst? Wir können ja mal so einen Weg der Sendung durchspielen. Ja, was wird verschenkt? So ein bisschen, also ich mache immer gerne das Beispiel von einer Palme. Wir liefern Palmen tatsächlich. Wir liefern alles. Wir liefern alles, was alle anderen nicht liefern. Also von Pools bis Palmen, so richtig große Olivenbäume oder so. Das ist so ein richtig Langzeitinvestment und der ist ja schon lange gewachsen. Genau, also ist eigentlich auch wichtig, teuer, ne, so. Und was passiert denn jetzt? Ich sehe den irgendwo, vielleicht in irgendeinem Laden oder auch online und dann sage ich, okay, ich möchte den jetzt haben, ich bestelle den so. Der Händler beauftragt eine Spedition, mit der er entweder zusammenarbeitet oder eben auch nicht. Ne, da gibt's auch viele Tagesaufträge, die man vergibt. Egal wie die Abwicklung ist letztendlich gleich so. Es ist nicht immer so, dass wenn wir mit dem Transport beauftragt werden als Emmons, wir auch die Ware abholen. Ja. Bei dem Händler, wo ich es bestelle, ne? Sondern das kann auch ein Partnerspediteur sein oder aus irgendeiner Netzwerkkollaboration irgendjemand anderes so. Da fängt's schon an. Also ich muss ja erstmal meine Daten als bestellende Person dem Versender in dem Sinne korrekt übergeben. Wenn das schon mal falsch ist, funktioniert die Kontaktaufnahme am Ende nicht und ich krieg auch keine Info. Erste Komplexität. Also wirklich darauf zu achten, Formalitäten richtig zu behandeln und richtig zu übergeben. So. Die zweite ist, dass der Versender uns als Spediteur die Daten auch korrekt übergibt. Ja. Weil bringt jetzt nichts, wenn du das Ad-Zeichen einfügst und der nimmt das aus irgendeinem Grund, geht das halt verloren auf dem Weg der Datenübertragung. Haben wir oft genug, ne? Du lachst. So, ist die zweite Komplexität. Die dritte Komplexität ist, dass der abholende Spediteur genug Platz hat auf seinem LKW. Auch eigentlich recht einfach in der Theorie. Es ist einfach in der Theorie, aber wir rechnen ja häufig nicht in Stellplätzen, sondern in Lademeter. Ja. Die berechnen sich unterschiedlich. Ja. Wenn da sich wer verkalkuliert oder dann habe ich vielleicht doch nicht beim vorherigen Stopp 3 Paletten abgeholt, sondern 5 und dann passt nicht drauf. So. Bei Abholtouren fährt immer nur einer zum Versender. Bedeutet, wenn ich heute nicht abhole, muss ich morgen abholen. Das ist also die dritte Komplexität. So. Dann ist wichtig, dass das Label
instant ist und gescannt werden kann. Wenn ich keine Daten habe, weil der Versender die vielleicht zu spät geschickt hat, kann ich nicht scannen in meinem System. Bedeutet, du kriegst keinen Sendungsstatus in der Auftragslegende so oder im Tracking, wo auch immer man das anschaut. Ne? So, dann geht's weiter. Wenn ich abgeholt habe, belabelt habe, alles ist gut, das Ding steht auf der Halle. Wenn jetzt mein Netzwerk überlastet ist, kann ich schon nicht weiter verladen. Ist nochmal ein Problem. So, oder, ich meine, gut, eine Palme, die findet man jetzt eigentlich immer, wenn sie auch da ist auf irgendeiner Lagerhalle, ne? Vielleicht noch irgendwo auf dem CX-Festival, ne? Ja, Da ja, so außen, ich weiß nicht, wer sind da weiß. Palmen, aber Es also sind Wakeboards Palmen. sind Ich draußen. habe auch vorhin schon Emmons-LKW hier rumfahren sehen, also wer weiß, ne? Kriegt man nicht vom LKW Genau. runter, ja. So, und dann geht's ja weiter, dass wir normalerweise keinen Direktverkehr haben. Also wenn ich jetzt die Palme abhole, fahre ich die jetzt nicht morgen direkt zu dir. Ja. Ist, glaube ich, auch klar. Das wäre ja viel zu teuer. Bedeutet, das ist so ein bisschen Stückgut. Ne? Also wir packen viele Waren auf LKWs und versenden die dann in die Zustellregion. Manchmal läuft das noch über einen Hubbetrieb. Ja. Bedeutet eine Zwischenstation, wo das nochmal umgeschlagen wird. Da sind natürlich viele Faktoren dabei, die da mitspielen können, Beschädigungen, LKW, keine Ahnung, bremst zu stark und die Palme kippt um, jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Und das sind alles so Faktoren. Wenn das technisch alles sauber läuft, hat man eigentlich nur den Faktor Mensch, der komplex ist. Ja. Wenn der Disponent die nicht disponiert, wenn die auf den falschen Platz gestellt wird und dadurch dann später aufgeladen werden kann, weil der Stapler natürlich nicht nur abladen muss, sondern auch nochmal verladen muss und so auf der Halle. Und das Krasse, und ich glaube, das ist der größte Faktor, warum Sachen nicht immer pünktlich ankommen, ist, die Sendung ist im Zustelldepot und dann muss sie beladen werden. Und wir gehen jetzt ganz tief in die Technik rein. Jeder Fahrer und Fahrerin hat ja einen Scanner. Sieht man ja, kennt man, ne? So, das nennt man auch PDA, Personal Digital Assistant in der Fachsprache. Ja. Und der muss seine Zustellstops sortieren in einer Sortierreihenfolge, die er aufgeladen hat. Und wenn er das nicht sortiert, dann kann es sein, dass du ein Zustellzeitfenster von 14 bis 16 Uhr bekommst, du aber der zweite Stopp bist und zwischen 8 und 10 Uhr angeliefert bekommst. Und das ist eigentlich der größte Faktor, mit dem man immer rechnen kann, dass wenn was nicht im Zeitfenster ankommt, dass der einfach nicht richtig sortiert worden ist. Ja. Es ist eigentlich simpel, aber trotzdem komplex. Und das ist ja irgendwie das Schöne an Komplexität. Also du konntest das jetzt eigentlich einfach beschreiben. Allein in der Anzahl von Stufen merkt man, was da los ist. Was ich irgendwie interessant finde, und da kommt dann irgendwie Technologie mit rein, ist, der Faktor Mensch ist überall da. Ja, ich als Mensch, das fängt ja schon an, ich als Mensch habe bestellt irgendwo, vielleicht meine Adresse falsch angegeben, dann Menschen entlang der Kette, die entweder in der Logistik arbeiten, im Kundenservice, in der Bestellung, in der Abwicklung, Nachfragen bearbeiten. Dann der Faktor System, irgendwie so ein Netzwerk drumherum, und dann Faktor Technologie. Also da kann man jetzt natürlich eine ganze Menge machen, aber wird AI uns jetzt retten? Nein. Das kann ich ganz klar sagen, nein. Ja. Oder KI oder AI, das wird niemals einen Menschen ersetzen, niemals einen Disponenten ersetzen. Ja. Wirklich nicht, vor allem nicht in der Logistik. Das, was es machen wird, das Leben einfacher. Ja. Also es macht das Leben einfacher. Wir nutzen zum Beispiel auch mittlerweile jetzt ein Tool, was auch sehr auf KI basiert und das analysiert unsere Routen, die wir fahren, und das macht dann Vorschläge zur Disposition. Ja. Bedeutet bessere Auslastung, bessere Routenplanung, und natürlich der Disponent, der das seit 30 Jahren plant und disponiert, der kann das immer noch sehr gut, so, aber er muss halt nicht mehr um 3 Uhr morgens aufstehen, sondern kann um 6 Uhr anfangen und halt nur noch drüber schauen. Ja. Und das ist genau dieses Thema, ne? Also, dass es Erleichterung schafft, es wird aber niemals unser Problem lösen, dass das Paket im richtigen Zeitfenster ankommt. Ja. Es ist einfach zu viel Faktor Mensch, der da mitspielt. Was ich jetzt an eurem Unternehmen und an deiner Rolle auch spannend finde, du siehst es irgendwie natürlich in einem komplexen Logistiksystem. Ja. Diese 3 Faktoren, ja, Mensch, Technologie, und am Ende auch irgendwo so die Komplexität des Systems, des Netzwerks. Du siehst es aber auch im Kundenservice. AI, sagst du, kann Vorschläge machen, das sehen wir auch oft in der CX, kann irgendwie Vorschläge machen für eine E-Mail oder sowas, und dann kann man drüber schauen. Fürs System eine gewisse Komplexität ist natürlich da, also Multichannel, mehrere Kanäle, mehrere Ansprechpartner und so weiter, ist auch im Kundenservice so. Aber Faktor Mensch,
was kann man denn mit dem Faktor Mensch machen? Und also jetzt wirklich, ich sage das bewusst mit dem Faktor Mensch, ja, also mit der einzelnen Person, mit dem Team, damit ich also vielleicht auch da was verbessern kann. Der Mensch ist anpassungsfähig und der Mensch kann reagieren. Und ich glaube, wenn ich von Mensch zu Mensch spreche, kommt das besser an, wie wenn ich merke, ich habe eine KI gegenüber. Und genau das kann der Mensch in so einer Situation machen. Also mit einfach einem Bewusstsein daran gehen und zu sagen, ich möchte nicht, dass die Sachen generisch sind. Ich möchte nicht, dass das Standardantworten sind, die ich gerade im Kundenservice irgendjemand übermittle. Weil wenn ich dir sage, ja, dein Paket ist nicht da, dann sagst du mir, schön, wo ist es denn? Und eine KI würde dann antworten, das Paket ist nicht da. Ja. Löst aber nicht das Problem. Der Mensch, der kann sagen, das Paket ist nicht da, weil ich kann sehen das und das. Und wenn du dann sagst, ja, das passt mir aber nicht, dann kann ich dir anbieten, wie könnten wir das denn lösen, dass es dir passt. So. Und das kann halt einfach eine KI oder ein Automatismus sehr, sehr schlecht. Also es kann, der Faktor Mensch verbessert erheblich diese Kundenbeziehung und Kundenkommunikation. Auf Basis von vielleicht Automatismen und KI, absolut. Ne? Aber Menschlichkeit ist, glaube ich, noch ein richtig großes Ding. Und dann noch das passende T-Shirt dazu, und dann wird ein Schuh draus. Jetzt hoffen wir nicht, dass ihr auf Brieftauben umsteigen müsst irgendwann. Ja, das wird die Herausforderung etwas größer machen, wobei das Netzwerk ist einfacher. Ne? Die Brieftaube muss nur von A zu B fliegen und kann eigentlich alles mitnehmen. Palmen kann man so schlecht transportieren durch die Luft. Ja, das wird Paletten oder so so eine Kolonne an Brieftauben, alle mit T-Shirt, also auch anstrengend. Besten Dank für deine Zeit. Das ist super spannend. Also allein jetzt in der kurzen Zeit einmal wirklich in die Tiefe von der Komplexität von Logistik und Kundenservice in der Logistik zu gehen. Ich glaube, für alle, die zugehört haben, nie in der Logistik waren, können jetzt irgendwie erahnen, was an der Spitze des Eisbergs, unter der Spitze des Eisbergs da vielleicht schlummert. An der einen Interaktion der eigentlich simplen Frage, wo ist denn mein Paket? Ja? Oder kann das nicht schneller passieren? Und Hut ab, was du und dein Team da wahrscheinlich täglich irgendwie zu tun haben, woran ihr arbeitet, um das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen, um dann nachher eine wirklich coole Kundenexperience draus zu machen. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Vielen Dank, dass du hier zu uns in den Campervan gekommen bist und jetzt noch viel Spaß beim CX Festival. Sehr gerne und danke. Danke dir.